Das ist so ein einmaliger Moment. Ich habe jetzt tagelang an meiner neuen Biegebank gearbeitet. Jetzt habe ich sie das erste Mal montiert und jetzt probieren wir die das erste Mal zusammen aus. Das heißt, ich brauche hier nur den Hebel drücken, dann geht diese Biegebank komplett hoch. Dann kann ich mein Blech einlegen, mein Bauteil, das ich biegen will. Ich drücke wieder an meinem Hebel, die Biegebank arretiert sich von selber und dann kann ich biegen. Absolutes Gefühl, wenn das erste Mal klappt, dieses Blech wirklich arretiert wird und diese Biegebank, die kann wirklich noch viel, viel mehr. Genauer genommen ist es eine sogenannte Schwenkbiegemaschine. Diese Schwenkbiegemaschine hat verschiedene Segmente und arretiert sich selber. Man braucht hier also nichts mehr irgendwo zuschrauben oder dergleichen. Man hat ganz einfach einen Hebel, man drückt den Hebel runter, das Bauteil ist bombenfest und man kann dieses Bauteil biegen. Und das Beste daran ist wirklich, man hat das selber gebaut. Man weiß so ein Bauteil zu schätzen. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, diese Biegebank selber zu bauen. Bevor ich euch gleich noch mehr zeige, was man mit dieser Biegebank alles anstellen kann, werde ich euch erstmal erklären, wie ich die gebaut habe. Grundsätzlich habe ich schon seit mehreren Jahren in meiner Werkstatt eine Kantvorrichtung. Es ist aber halt eine sehr einfache Variante. Ich muss zum Spannen und zum Entspannen immer das Ganze hier drehen, dauert also relativ lange. Ich kann nur sehr dünne Materialien hiermit biegen. 1,5 mm ist hier wirklich das absolute Maximum und da reden wir wirklich von so einem ganz kleinen Blech. Und das größte Problem ist, wenn ich zum Beispiel mal einen Kasten biegen will oder dergleichen, ich kann hier nur sehr begrenzt etwas unterlegen. Und hier Segmente kann ich natürlich überhaupt nicht rausnehmen. Und da habe ich dieses Video im Internet gesehen von Dirk the Metallist. Und da habe ich gedacht, von wegen, diese Kantbank, die sieht so absolut genial aus. Die musst du unbedingt nachbauen. Ich habe mir dieses Video ungefähr 20 Mal im Internet angeguckt und wer Dirk kennt, der weiß, der veröffentlicht dazu auch immer die Baupläne. Das heißt, die Baupläne habe ich mir besorgt, sind ungefähr 20, 25 Seiten, also ist wirklich sehr, sehr detailliert. Ich habe mir das Material bestellt, ich werde das Material hier unter auch verlinken, was ich mir da bestellt habe, habe also für euch ein PDF erstellt. Da fehlt nur ein bisschen 6 mm Blech, das habe ich noch gehabt, von wegen, das habe ich mir nicht mitbestellt. Man ist ungefähr für das Material so um die 100 € los. Also es ist auch wirklich noch sehr bezahlbar. Ich habe noch ein paar Schrauben, die habe ich in der Werkstatt noch gehabt. Da kann man auch verschiedene Varianten nehmen. Also es ist auch wirklich eine sehr bezahlbare Variante. Aber man muss ganz klar sagen, das Ganze macht wirklich unwahrscheinlich viel Arbeit. Beachten sollte man aber, dass man für diese Konstruktion unglaublich genau arbeiten muss. Hier sind teilweise extrem geringe Toleranzen. Ich werde euch gleich ein paar Beispiele geben, zeigen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man kann diese Konstruktion mit einfachsten Handwerksmitteln erstellen. Man braucht eine Möglichkeit zum Schweißen. Ich habe hier das Wickschweißen eingesetzt. Ansonsten natürlich die Möglichkeit, die Materialien zuzuschneiden. Man braucht einen Winkelschleifer, Tischbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, sowas in die Richtung. Ich habe aber auch vieles ganz einfach mit der Akkubohrmaschine gebohrt und dann braucht man hier ganz einfach die Möglichkeit, Gewinde zu schneiden. M8 und M10 ist hier, glaube ich, nur verwendet, also mehr braucht man nichts. Nichts exorbitant Teures, nichts Aufwendiges und das macht die Konstruktion halt so unglaublich schön, weil die kann mit einfachsten Mitteln in einer normalen Hobbywerkstatt wirklich jeder umsetzen. Bei mir fängt so ein größeres Projekt immer damit an, dass ich meine Säge überprüfe. Das heißt, ich mache 2, 3 Probeschnitte, gucke, dass wirklich alles winklig ist. Und wenn dann alles wirklich in Ordnung ist, dann habe ich hier einen Sägeschnitt nach den anderen durchgeführt. Einfach nach den Zeichnungen alles zugesägt, hinterher alles gebohrt, Gewinde geschnitten. Das ist also wirklich völlig unproblematisch. Das muss man nur abarbeiten. Das ist halt eine reine Fleißarbeit. Diese Segmente hier oben, die sind natürlich eins der Herzstücke von dieser Biegevorrichtung. Und die habe ich erstmal auf 45 Grad geschliffen. Ich habe mir das im Video angeguckt, wie The Metallist das gemacht hat, habe das dann versucht, so genau wie möglich nachzumachen. Das heißt, 45 Grad anzeichnen, das Ganze vernünftig aufspannen und dann so vorsichtig, so gleichmäßig wie möglich schleifen. Schleifen kriegt man natürlich nie 100%ig genau hin. Ich habe mir hinterher ein Schleifband auf den Tisch aufgespannt, habe diesen Schliff hier unten mit einem Edding angemalt und habe das Ganze dann immer vorsichtig rübergezogen und habe dann die Stellen gesehen, wo es wieder gekratzt hat. Das heißt, da hat man noch leichte Erhöhungen und habe das dann geschliffen, bis ich irgendwann keine Lust
Lust mehr hatte und gedacht habe, so muss das jetzt irgendwie reichen. Und genauso ist es, dass man halt diese Segmente dann durchschneidet und diese Segmente dann bohren muss. Das untere Winkelprofil hier unten, das hat dann die ganzen Bohrungen, das sind M10er Gewinde drin geschnitten und dann ist das Ganze hier mit 10,2. Habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, 10,2, das wird niemals passen. Und am Ende des Tages, das kann ich euch jetzt schon mal erzählen, ich habe das Ganze hinterher montiert und ich habe hier bei dieser großen Biegewange 2 Bohrungen, die nicht hundertprozentig passen, die habe ich noch mal ein bisschen nachgebohrt, aber ansonsten passt das Ganze. Also wenn man sich da wirklich Mühe gibt, alles ganz genau anzeichnet, dann kriegt man das wirklich auch hin. Und dann geht es da weiter, dass man die einzelnen Komponenten anfängt zusammenzubauen und zu schweißen. Baugruppe Nummer 1 ist jetzt dieses Untergestell und das sind im Prinzip 2 Winkel, die auf dem Tisch aufgespannt werden. Die muss man natürlich exakt nach Maß ausrichten und dann kommt hier unten ein großes Flachmaterial ran und dieses Flachmaterial wird mit Bolzen verschweißt und diese Bolzen sind dann hinterher die grundlegende Aufnahme für die Biegevorrichtung. Da muss man wirklich sehr genau arbeiten. Ich habe mir das abgeguckt, wie The Metallist das gemacht hat. Der hat hier 3 Materialien zusammengeheftet und hat dann da reingebohrt. Und dann hat er einen 12er Bohrer genommen, 12er rund und dann hat er genau wirklich einen exakten Radius da dran. Habe ich nachgemacht, hat wirklich sehr gut funktioniert. Also wirklich eine richtig schöne Technik und diese 12er Bolzen, wenn man das Ganze zusammengeschweißt hat, die geben dann seitlich die Aufnahme für diese Biegevorrichtung hinterher. Zweite Baugruppe ist dann diese obere Matrize. Das ist jetzt im Prinzip der Winkelstahl, den wir vorhin gebohrt haben mit den einzelnen Segmenten. Hier bei den Segmenten wird oben noch ein Flachmaterial drauf geschweißt, dass man hier oben einen Anschlag hat. Da habe ich so ein bisschen versagt. Das Flachmaterial ist bei mir nicht hundertprozentig gerade. Das habe ich in der Form nicht gesehen. Ich hatte hier vorne einen angeschraubt, hinten, habe das Ganze dann hier angeschweißt und jetzt habe ich hier in der Mitte ein bisschen Luftspalt. Das werde ich bei Gelegenheit wahrscheinlich noch mal abnehmen. Also da hätte ich ein bisschen sorgfältiger arbeiten müssen, da hätte ich mich mehr konzentrieren müssen. Ich habe hier seitlich 2 Bleche, die sind mit dem Winkelstahl verschweißt. Die habe ich mir an meiner CNC-Plasmaschneidanlage ausgebrannt. Die kann man auch ganz normal zuschneiden mit einem Winkelschleifer. Da war ich jetzt ein bisschen faul, ich habe es mir einfach ausgebrannt. Und hier geht ein dickes, fettes Rohr durch. Bei dem Rohr hat Dirk ein 30er Rohr genommen, ich habe ein 33,7er genommen, habe das dementsprechend angepasst. Das funktioniert aber auch. 33,7er ist einfach handelsüblicher, kriegt man einfach viel besser. Das Rohr geht jetzt hier genau einmal durch, ist also mit der Länge ganz genau angepasst. Da kommen dann jeweils 2 Laschen an. Das ist einmal hier die Lasche und auf der anderen Seite ist es eine bisschen längere Lasche. Da kommt hinterher der Hebel ran. Das ist also auch nichts Aufwendiges. Wenn man das einmal vernünftig gesehen hat, ist das völlig unproblematisch. Ich habe hier unten dann diesen kleinen Bock. Unter diesem Bock ist ein kleines Gummi, so eine kleine Gummimatte, wie so eine Dichtung. Und das ist hier angeschraubt und das ist dann praktisch der Mechanismus, der diese Verriegelung möglich macht. Dieser Spannmechanismus, der ist im Prinzip sehr einfach, aber auch wirklich einfach genial. Es ist im Prinzip so, dass ich irgendwann hier in einem geraden Punkt bin und dann ist es eigentlich so, dass ich hier diesen toten Punkt habe. Ich habe hier unten diese Gummimatte, die dagegen Spannung gibt. Ich habe es hier vorne, das ist im Prinzip ein Exzenter und man ist dann irgendwann in dem toten Bereich und dann bewegt sich da nichts mehr. Und das ist wirklich eine unglaubliche Spannkraft. Ich kann jetzt hier von 0 mm, also von nahezu nichts oder von nichts spannen bis hin zu 4 mm. Bei 5 mm ist es so, dass es nicht mehr richtig spannt. Dann komme ich nicht mehr in diesen Bereich hier. Dann würde ich irgendwann wahrscheinlich diesen Hebel oder den Mechanismus abreißen. Das geht dann nicht mehr. Man kann aber auch mit so einer Biegevorrichtung keine 5 mm spannen. Aber das ist im Prinzip eine sehr einfache Lösung, die aber wirklich genial funktioniert. Also ich könnte hier einen ganzen Tag mit rumspielen und ich kann das Ganze auch wieder so hochdrücken, habe dann wirklich eine komfortable Möglichkeit, hier irgendwas einzuführen in meine Biegebank oder halt auch diese Wangen hier irgendwo zu tauschen, zu wechseln, so zu nehmen, wie ich das Ganze gerade brauche.
Eigentliche Biegewange wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Dafür habe ich an der Grundkonstruktion zwei 12er Rundstähle. An diese 12er Rundstähle kommt ein Vierkantmaterial, das dementsprechend gebohrt ist. Hier kommen vorne zwei Laschen dran, die schraubt man an und dann ist es ein riesengroßer, fetter Winkelstahl, der unten drunter kommt. Der ist 8 mm stark, also mit dem kann man wirklich massiv Materialien biegen. Das Ganze wird vernünftig angepasst, ausgerichtet und dann verschweißt. Unten drunter kommen noch Hebelarme dran als Konstruktion. Hier ist auch wieder die Möglichkeit gegeben, dass man hier sogar noch Verlängerung reinsteckt. Und so ist diese ganze Konstruktion fertig und dann kann man damit biegen. Die Frage ist jetzt natürlich, was kann man damit biegen? Ich habe hier grundsätzlich eine Biegelänge von 800 mm. Das kann man natürlich individuell anpassen. Ich habe die verschiedensten Biegesegmente. Ich bin hier nach den Vorgaben gegangen. Ich habe einmal 300, einmal 150. Dann habe ich hier 50er Elemente und 100er Elemente. Das kann man aber alles so machen, wie man das gerne haben möchte. Und man kann sich sowas natürlich immer nachfertigen. Ich habe mir gleich ein Stück mehr noch geschliffen, kann mir da also noch einzelne Segmente nochmal nachfertigen. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, ich kann hier auch die Bolzen und den Tisch benutzen, kann also auch alles in der Form ausrichten. Das passt sogar, wenn ich die Bolzen hier in dem ersten Loch drin habe. Also für einen Lochtisch ist das wirklich die perfekte Vorrichtung. Ich habe die verschiedensten Muster gebogen, gekantet, habe hier 1 mm Edelstahlblech, völlig problemlos. Wir haben hier einen richtig schönen Radius. Ich kann das Ganze hier einstellen, indem ich hier die Schrauben variiere. Das heißt, wenn ich hier fester ziehe, hier ein bisschen loser lasse, dann kommt es weiter nach vorne. Dann kriege ich einen anderen Radius. Ich möchte hier aber immer schon so einen richtigen schönen Radius haben. Das habe ich hier mit gebogen. Hier habe ich es mal auf 90 Grad. Hier habe ich ein bisschen weniger als 90 Grad. Das ist jetzt hier 2 mm Blech, das kann man hier auch problemlos biegen. Das ist 1,5 mm Blech. Guckt euch bitte diesen Radius an, wie schön das aussieht, wie schön das Ganze gebogen ist. Und was mich wirklich begeistert an dieser Vorrichtung ist, wie schön das Blech festhält. Also da bewegt sich wirklich nichts weg, wenn man das Ganze kantet, wenn man das Ganze umformt. Das ist also wirklich sehr, sehr schön. Und der Radius, der gefällt mir wirklich richtig gut. Also sind richtig schöne Kantergebnisse. Maximal habe ich jetzt hier mit 3 mm Stahlblech gekantet. Das ist halt vom Problem, also die Biegevorrichtung schafft das noch problemlos, aber ich hebe dann meinen ganzen Tisch hoch. Das ist dann so ein bisschen problematisch. Das heißt, so 3 mm ist hier wirklich die Grenze. Ich habe schon überlegt, ob ich mir unten einfach ein Rohr reinmache in die Fußtische. Dann kann ich hier einfach drauf treten und das Ganze dann ein bisschen Gegendruck geben. Dann wären die 3 mm auch problemlos möglich. So habe ich jetzt hier abgebrochen, weil ich dann wirklich alles zu massiv hochhebe. Aber die Biegevorrichtung an sich ist so massiv ausgeführt, dass man hier auch so ein 3 mm Stück auf, was ist das für eine Länge, ich weiß nicht, 100, 150 ungefähr biegen kann. Das schaffen die meisten schon nicht. Wenn man stärkere Materialien biegen will, dann sollte man unter eine Presse gehen, sollte man sich eine Presse bauen. Das ist hier, sage ich mal, in dem Bereich bis 2, maximal 3 mm und dann kommt es natürlich immer auf die Länge drauf an. Aber so 1,5 mm oder 2 mm kriegt man auch problemlos auf die ganze Länge hin. Das ist so dermaßen solide, was man hier sich fertigt, was hier gebaut ist. Und dieser Mechanismus, der presst wirklich alles extrem fest. Ich habe hier noch verschiedene andere Muster gekantet und man kann das, wie gesagt, mit den Bolzen richtig schön ausrichten, kann da den Tisch wirklich richtig schön für nutzen. Und dann ist halt der riesengroße Vorteil, dass man hier Segmente rausnehmen kann. Ich habe jetzt einfach hier mal diese beiden 50er Segmente rausgenommen, habe mir hier eine kleine Kiste gekantet, auch das sieht wirklich toll aus und das ist halt wirklich der riesengroße Vorteil, dass ich hier Segmente rausnehmen kann, dass ich das halt so individuell gestalten kann und somit auch Kisten kanten kann, alles
erkannt kann, wo ich dann halt irgendwo ein Problem habe. Kann also die Segmente so anordnen, wie ich das in dem Zuge gerade brauche. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wie gesagt, ich habe mir noch ein Stück zusätzlich abgeschnitten. Da werde ich mir vielleicht auch noch mal ein 30er und ein 40er Schwert basteln, dass ich da noch mal ein bisschen flexibler bin. Aber es ist so auch schon ultra flexibel und die Möglichkeiten sind hier wirklich gigantisch. Ich finde es ein ganz tolles Projekt. Ich könnte den ganzen Tag mit dieser Arretierung rumspielen. Das ist also wirklich so eine schöne Sache und das funktioniert so unglaublich gut, aber auch so unglaublich einfach. Alles zu dieser Biegevorrichtung, meine Materialliste, was ich mir bestellt habe und den Bauplan, das verlinke ich natürlich alles in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses kleine Projekt hat euch gefallen. Ich bin da unglaublich begeistert. Ich bin auch unglaublich stolz auf mich, dass ich das alles so schön hingekriegt habe, dass das am Ende des Tages wirklich alles so schön passt und so unglaublich gut funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.